Hallo lieber Gerhard Bopp, Sie sind eine der Mainz 05-Legenden und über die guten alten Zeiten sozusagen wollen wir heute ein bisschen schwätzen. Erstmal ganz lieben Dank, dass Sie die Zeit dafür haben. Ja, nicht zu danke. Eine Sache, für die Sie immer in den 05-Annalen bleiben werden, ist, dass niemand so viele Tore geschossen hat in Pflichtspielen für den Verein. Gibt es denn Tore, an die Sie sich besonders gerne zurückerinnern? Ja, da gibt es mehrere. Weil ich habe mit der Mainz 05 waren wir immer in der Pokalrunde mit dabei. Und dann haben wir gegen HSV mit dem Kevin Keegan, Manny Kals. Dann hatte ich 1. FC Köln mit dem Toni Schumacher, der war dann noch mit dem Dieter Müller, hat's da gegeben. Da habe ich immer gut ausgesehen, habe ich gegen schöne große Vereine, habe ich meistens immer Tore gemacht. Das war halt, ich habe manchmal auch Glück gehabt da mit dem Torschießen oder sowas. Da konnte ich das ich geschossen habe oder sonst was und auf der Buckel ist dann ins Tor gegangen. So krumme Dinge habe ich auch gemacht früher. Kann man sich heute ja überhaupt nicht mehr vorstellen. 177 Pflichtspieltore, das erreicht ja niemand mehr. Nee, das glaube ich, heute kannst du auch nicht mehr so viele Tore schießen. Gut, Ausnahme von der Bayern. Robert Lewandowski. Ja, der macht das für mich einmalig. Sie sind ja schon als kleiner Bub mit 19 Jahren zu Mainz 05 gekommen. Wie hat es denn bei Ihnen angefangen mit dem Fußball? Gab es da in der Familie jemand? Nein, da war ich froh gewesen, dass niemand mit den Eltern mit auf den Sportplatz kommen konnte. Mein Vater hatte kein Interesse gehabt. Ich habe meistens zu der Weihnachtsfeier, wie ich noch Bub war, habe ich meine Oma mitgenommen auf die 05. Bei uns, wo ich gewohnt habe, im Hof, hatte wir so ein Sandding da. Und da haben wir, nach der Schule haben wir da immer jeden Tag haben wir da gespielt dabei. Und da bist du halt stärker geworden. Also das hast du auch selbst gemerkt. Die erste Meisterschaftssaison, in der Sie dann mitgespielt haben, war 67, 68. Da waren Sie ja dann gerade eben 17, 18 Jahre alt. Wie war das so mit den ganzen ja schon Erwachsenen? Ja, da waren welche dabei gewesen. In Mainz, Josh Tripp und Charlie Tripp, das waren so die Brüder damals. Die waren halt stinkig, wenn der Hüls nicht, sondern der Bäumle, der war vorher der Trainer, wenn der mich als gespielt hat und die haben draußen gesessen. Der erste Verein, der Sie dann aber von Mainz erstmal abgeworben hat, Das war tatsächlich. Das war Oberstdam. Genau, da war der Herr Bäumler, mit dem Sie, genau, war der Trainer, ne, den Sie von Mainz schon kannten. Jawohl. Und da gibt es eine lustige Anekdote, wie Sie mal bei 1860 München gespielt haben, mit einem Zettel. Vielleicht können Sie uns die mal noch erzählen. Bin ich in die Halbzeit neu gegangen, weil man kam einer neben mich und hat mir einen Zettel in die Hand gezeigt. Bitte rufen Sie den Herrn Dr. Schmöge, das weiß ich noch, in der Klinik, der war in Erlangen. Wir haben Interesse an Sie. Ja. Und dann bin ich schon, da waren wir in Verbindung, da hat mich dauernd der Ding angerufen. Der Hans Zikowski war damals Trainer gewesen, da bei meiner Zeit. Und der wollte mich unbedingt haben. Aber verrückt, ne? Was für ein frecher Abwerbeversuch eigentlich. Da kann man sich ja heute auch nicht mehr vorstellen. Kommt einfach mit dem Zettel hin und rufen Sie uns mal an. Ja, stimmt. Das hätte ich wieder bald vergessen. Mittlerweile war Mainz 05 in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Und dann sind Sie tatsächlich zurückgekommen nach Mainz. Aber da wartete dann relativ schnell eine Überraschung. Ich habe noch gespielt, bei 05 in der 2. Bundesliga. Genau. Ich bin am Weihnachten gekommen. Am Weihnachten und da war der Stichtag, 31.1. war da für zum Wechsel da. Da haben wir die Vorbereitungsspiele gemacht, da haben wir gegen Kaiserslautern haben wir damals gewonnen gehabt. Das war mein erstes Spiel, da bin ich in den 5. nach der Winterpause. Und ja, dann hat mir das gefallen. Aber dann, da komme ich im März, April, der Hörlein. Ja. Oder dann durch das Radio dann Mainz 05 gibt die Lizenz zurück. Genau, also die Blendax hat dann den ganzen Bettel, die ganze Schule, was da war, habe ich die bezahlt. Ich habe eine Bedingung gestellt, dass nur das Geld kriegt, wenn sie absteigen. Und so bitter das war mit diesem freiwilligen Abstieg, war das danach ja schon auch fußballerisch eine tolle Zeit, ne? Mit der Amateurmeisterschaft, mit den Südwestpokalsiegen. Ja. Wir haben aber eine riesige Mannschaft gehabt. Und Sie sind zweimal Torschützenkönig geworden. Ja, ich habe
Ich habe mit Olle noch mit dem Wilhelm von Kreuznach, mit dem habe ich mich immer um die Wette geschossen. Ihre Tochter, mit der habe ich ja auch ein bisschen geschrieben, hat gemeint, für sie wäre das als kleines Mädchen so toll gewesen, dass sie ganz früh schon viel Kontakt mit Fußball hatte und dass die Spieler immer hier waren. Das heißt also, sie haben schon auch so neben dem Platz eine gute Gemeinschaft gehabt, ne? Der Moppes Peter, den habe ich wie so ein Bub, so ein Junge, da habe ich großgezogen. Also der war jede Woche bei mir essen, Vorbereitung, samstags, da haben wir freitags, haben wir dann bei mir daheim Tipp-Tipp gespielt und alles. Also, so. Und wir haben eine gute Kameradschaft und die Susanne war mir dabei, die ist ja Fußball begeistert. Die hat ja besser Bescheid gewusst als wie manche, wo der gesetzt hat. Lieber Herr Bob, vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit für uns hatten. Sie bekommen die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin Gummibärchen-Tüte von mir. Heute mal noch kontaktlos. Wegen Corona lege ich sie Ihnen hier hin. Und Ihnen und Ihrer Familie alles, alles Gute und hoffentlich bis bald.